Gartmann, Sie hatten schon als Kind besondere Wahrnehmungen. Wie kam das und was haben Sie dabei erlebt? Es war für mich erstmal nicht besonders. Ich dachte, das wäre ganz normal. Etwas, was ich erlebt habe, war nachts immer. Beim Einschlafen, nicht jede Nacht, aber sehr oft, dass ich mich hingelegt habe und anstatt einzuschlafen hat sich die Wahrnehmung verändert einfach. Das Zimmer hat sich verändert ein bisschen, alles wirkte ein bisschen magischer vielleicht, könnte man sagen. Aber ich konnte das nicht so zuordnen. Ich dachte damals nicht, ja, ich habe jetzt einen außerkörperlichen Zustand oder so. Und dann gab es zwei verschiedene Richtungen, in die sich dieser Zustand entwickelte. Entweder in eine ganz schöne Richtung, dann kamen Wesen zu mir, sehr menschenähnlich eigentlich von der Gestalt und einfach nur von der Weisheit und von der Ausstrahlung her doch sehr anders als wir Menschen. Und haben mir Dinge gezeigt, sie haben mir Dinge beigebracht. Es ging um Liebe, um Wahrheit, um Entscheidungen. War das für Sie nicht etwas zu früh als Kind, solche Informationen zu bekommen? Sie waren ganz einfach, die Informationen. Also es waren nicht für den Geist komplexe Zusammenhänge. Es ging mehr darum, wirklich zu erfassen, was echt und wichtig ist im Leben und was mehr wie ein Spiel oder heute würde ich sagen eine Illusion ist. Damals, ich weiß nicht, war es einfach so. Nein, ich habe mich nicht überfordert gefühlt damit. Die Überforderung kam dann erst, als ich einmal aus Versehen meinen Eltern davon erzählt habe. Und die Konfrontation dann mit einer Welt, die das alles anders sieht. Und die andere Möglichkeit, wenn dieser Zustand losging, nachts im Bett, war ein sehr angsterfüllter. Also ich habe auch ganz negative Erfahrungen gemacht in diesen Zuständen und konnte das als Kind nicht einordnen. Ich wurde gejagt von dunklen Persönlichkeiten, vor denen ich mich fürchtete und bin geflüchtet und durch dunkle Welten und wusste nicht wie da raus. Schlussendlich bin ich dann immer irgendwann aufgewacht, schweißgebadet. Bei den positiven Erfahrungen, bei diesen außerkörperlichen Erfahrungen haben Sie da auch den Raum verlassen und sind Sie in andere Bereiche gekommen? Bei den positiven sehr schnell, also mit dem Erscheinen von diesen Wesen, die mich gelehrt und begleitet haben, war ich auch schon in einem anderen Raum. Da hat sich alles viel leichter angefühlt als hier auf der Erde. Ich kann nicht genau sagen, wo ich da war. Es war wie, jetzt würde ich sagen, wie ein Schulzimmer vielleicht. Klingt vielleicht ein bisschen komisch oder lustig, aber es war tatsächlich so. Aber nicht ein Schulzimmer mit Bänken und Stühlen, sondern einfach so ein Lernraum, wo ich sein konnte mit diesen Wesen, der auch auf mich als Kind abgestimmt war, wo ich mich wohlgefühlt habe. Ja. Und auch in den negativen Erfahrungen habe ich den Raum, das Zimmer dann relativ schnell verlassen. Es hat immer so angefangen, dass ein bestimmtes Stofftier von mir hat dieses Böse verinnerlicht. Und die Augen haben rot aufgeleuchtet und ich habe gemerkt, das nimmt mich wahr. Und dann ging es schon los, dann habe ich mich geflüchtet aus diesem Raum heraus, bin aber nicht aus der Dunkelheit rausgekommen. Die ganze Flucht in andere Dimensionen war dann immer durch dunkle Dimensionen. Im Alter von 8 Jahren erlebten Sie bei einem schweren Unfall eine Nahtoderfahrung. Ich habe mitgeholfen, ein Gebäude zu reinigen. Es war ein Kirchengebäude ich bin in einer Sekte aufgewachsen und wir haben da einen sehr schlichten Versammlungsraum gehabt und die Mitglieder haben den geputzt im Turnus, jeweils eine Gruppe und ich durfte da mithelfen. Das war eigentlich ein Highlight für mich. Es
war mal was anderes. Und an dem Tag, wo der Unfall passiert ist, da waren die Fenster dran. Man musste die Fenster putzen, auch von außen. Jetzt war das Gebäude angebaut ans angrenzende und es war ein Flachdachgebäude. Und das Gebäude, in dem sich dieser Raum befunden hat, das hatte ein Stockwerk mehr als das angrenzende Haus. Das heißt, man konnte aus dem Fenster steigen und aufs Flachdach vom angrenzenden Haus. Und mein großer Bruder hat diesen Umstand genutzt, um die Fenster von außen zu putzen. Der war 9 Jahre älter als ich und hatte auch schon fast ein bisschen Vaterrolle manchmal für mich. Hat mich damit rausgenommen und hat gesagt, ich dürfe die Fenster einsprühen, was ich sowieso geliebt habe mit dem Sprüher. Ich war richtig stolz, also ich war total stolz, dass ich damit raus durfte. Auf der einen Seite ging es 12 Meter runter. Das Gebäude war im Hang, auf der anderen Seite wären es nur etwa 4 Meter gewesen, aber auf der einen Seite ging es 12 Meter runter. Und das angrenzende Gebäude war war vorher fertig als das, wo ich die Fensterfront geputzt habe. Das heißt, ich habe mich auf die Fensterfront konzentriert und habe einfach eingesprüht und nicht gemerkt, dass da kein Boden mehr ist unter mir, und bin einfach übers Dach hinaus gelaufen und 12 Meter in die Tiefe gefallen. Ich habe im ersten Moment gar nicht realisiert, was passiert, obwohl ich habe den Fall miterlebt. Ich kann mich jetzt noch daran erinnern, der Moment, wo das Haus an mir vorbeizieht nach oben. Und schon die Art, wie ich das erinnere, glaube ich, habe nicht begriffen, dass ich runterfalle. Die Welt ist an mir hochgezogen und dann bin ich auf dem Boden gelegen unten. Und es hat Sekunden gedauert, bis ich begriffen habe, dass ich jetzt da wirklich runtergefallen bin. Und ich bin mit dem Rücken am Boden gelegen und habe nach oben geschaut. Und irgendwann kam dann der Kopf meines Bruders über den Dachrand und er hat gerufen, Ramon, nein. Und mit seinem Rufen ist mir auch bewusst geworden, wie schwerwiegend das ist, was passiert ist. Sein Entsetzen, als er mich da liegen gesehen hat. Im ersten Moment war kein Schmerz da, nichts. Ich war einfach nur im Schock. Und dann hat sich schon mein Zustand zu lichten begonnen. Es war alles nicht mehr so dicht. Ich habe zwar nicht wirklich den Körper verlassen, aber ich war sowohl im Körper als auch außerhalb. Es war ein Zustand von überall gleichzeitig. Und ich habe sowohl die Welt von unten betrachtet, als auch gleichzeitig von oben. Ich habe das Gebäude von oben gesehen. Ich habe aber gleichzeitig auch mitbekommen, was im Gebäude passiert. Ich habe meine Mutter wahrgenommen und wie sie reagiert auf die Nachricht. Mein Bruder ist reingegangen, reingestürmt, hat gerufen, ich bin runtergefallen. Es war alles gleichzeitig, eine alles gleichzeitig Wahrnehmung. Und meine Geschwister sind dann dem Gebäude entlang runtergerannt zu mir. Meine Mutter ist erst nicht mitgekommen, weil sie Angst hatte vor dem Anblick, wie ich aussehen würde. Und als meine Geschwister dann eintrafen bei mir, hatte sich mein Zustand auch schon sehr, sehr verschlechtert. Ich war sehr verwirrt, weil etwas zerrte an mir. Ein Ziehen, wie ich es nicht kannte, aber ich wusste einfach, das ist nicht gut, das darf nicht passieren. Ich habe mich gewehrt dagegen, habe gekämpft, wohl viele Minuten lang. Inzwischen war dann auch irgendwann der Krankenwagen eingetroffen. Ich konnte ab einem gewissen Moment die äußeren Ereignisse nicht mehr so genau zuordnen. Das Innere hat viel mehr Raum eingenommen. Und dieses Ziehen an mir, und es war einfach schrecklich. Es war wirklich der schrecklichste Zustand, den man sich vorstellen kann. Aber ich begriff erst nicht, was es bedeutet. Und dann ist mir auf einmal klar geworden,
dass ich am Sterben bin und dass dieses Ziehen und Zerren an mir damit zu tun hat. Und dann bin ich in Panik ausgebrochen innerlich. Ich war völlig verzweifelt, weil ich wusste, sterben darf ich einfach nicht. Als Kind macht man immer wieder mal Unsinn, aber einen Unsinn sollte man einfach nicht machen. Und das ist Sterben. Einfach schon halt der Familie zuliebe. Das ist einfach, es ging nicht nur um mich in dem Moment. Ich habe mich ganz stark geschämt, dass ich jetzt den größten Fehler gemacht habe, den man machen kann. Und ich hatte auch einfach Angst, dann kam der andere Aspekt dazu. Ich habe gemerkt, es zieht mich irgendwo hin, ich weiß nicht wohin und es zieht nur mich, ich gehe da ganz alleine und ich habe eine Einsamkeit gefühlt, ein Alleinesein, was ich sonst nie so wahrgenommen hatte und das hat mir wahnsinnig Angst gemacht. Ich habe dann meine Geschwister gesehen, war mit der Aufmerksamkeit nochmal außen in der Welt um mich und ich habe ihre Verzweiflung gesehen. Insbesondere die Verzweiflung von meinem Bruder, weil er hat sich schuldig gefühlt für das, was passierte. Ich wusste, so möchte ich sie nicht zurücklassen. Und wenn ich in dieser Verzweiflung bleiben würde und in dieser Ohnmacht, dann würde ich sie so zurücklassen. Und ich habe den Entschluss gefasst, in eine positive Haltung zu kommen innerlich. Ich war 8 Jahre, ich hätte es vielleicht nicht so ausgedrückt, aber das war, was passiert ist in mir. Und ich habe einfach Verantwortung übernommen für die Situation, in dem Sinne, dass ich es akzeptiert habe und innerlich aufrecht wurde. Und in dem Moment, wo ich diesen Schritt gemacht habe, hat sich alles verändert. Das Ziehen war weg von einem Augenblick auf den anderen und es war alles erfüllt von Licht. Und ich war nicht mehr in dieser Welt. Ich habe einen Schritt gemacht, aus eigener Kraft, auf die andere Seite. Da war Licht, einfach Licht erstmal rundherum und Leichtigkeit. Und dann habe ich Bewegung gespürt. Ich habe eine Vorwärtsbewegung gemerkt und gespürt, dass ich auf etwas zugehe. Ich kann nicht sagen, wie lange das ging. Irgendwann habe ich nicht am Horizont, einfach in einiger Entfernung Personen wahrgenommen. 3 Personen waren da und haben auf mich gewartet. Sie standen an einer Art Pforte. Nicht physisch, also nicht sichtbar eine Pforte, aber fühlbar. Und als ich diese 3 Personen sah, ging mein Herz auf und ich habe mich so gefreut, wie ich mich wahrscheinlich in meinem ganzen irdischen Leben noch nie gefreut hatte. Ich hatte ein Gefühl von nach Hause kommen, endlich nach Hause kommen, ein Gefühl von Familie, noch viel intensiver als meine irdische Familie für mich war. Und ich wusste, dass ich diese Personen kannte, mehr als kannte. Sie waren fast schon ein Teil von mir, etwas Unersetzliches, absolut Wichtiges. Und ich bin dann bis zu ihnen gekommen und eine der Personen, die hat auf mich männlich gewirkt, ist vorgetreten und hat mit mir gesprochen. Lange, lange, lange. Dieses Sprechen war, ich nenne es heute Seelensprache. Es war nicht in Worten, es war mehr Energie, Licht, Bilder. Auch sehr viel effektiver als Worte. Man hätte das nicht in 100 Jahren in Worten erzählen können, was ich da erzählt bekommen habe. Und das ist in mich eingeflossen. Während das in mich eingeflossen ist, wurde ich immer lichtvoller, auch vom Fühlen her. Und ich habe immer mehr losgelassen von meiner ganzen irdischen Vergangenheit, ohne mir dessen bewusst zu sein, weil mein Fokus war auf dem Licht, nicht mehr auf dem Alten. Und irgendwann war die Unterredung zu Ende und er hat gesagt, du bist bereit, du kannst mit mir kommen.
Und wir sind weitergegangen, mehr aufs Zentrum von diesem Licht zu und standen dann schlussendlich vor dem Licht selbst, die Essenz von diesem Licht, das Innerste. Und ich war so berührt, nur schon davor zu stehen, war einfach ein wahnsinniges Geschenk. Und dieser Mann hat dann gesagt, du darfst eintreten. Und ich bin explodiert vor Glück. Es war auch ein Gefühl von so viel Wert zu sein, da eintreten zu dürfen. Dieses Gefühl von Wert hatte ich nicht gekannt im irdischen Leben. Und ich bin eingetreten und mit dem Eintreten hat sich Raum und Zeit nochmal viel intensiver aufgelöst. Es war nur noch Leichtigkeit, ich hatte keinen Körper mehr, ich habe nie mein Ich-Gefühl verloren, das nicht, aber ich war gleichzeitig auch dieses ganze Licht und Ewigkeit und Liebe. Heute, wenn ich an Liebe denke, dann denke ich an dieses Licht, das ist Liebe für mich. Und ich wurde erfüllt davon, tief erfüllt. Es gab nicht mehr wirklich ein Gefühl für Zeit. Nach meinem Empfinden war ich wirklich ewig da drin. Und doch muss es irgendwo noch Zeit gegeben haben, weil irgendwann war dieser Mann wieder da und hat mich zurückgeholt in die Dimension, wo diese Wesen mich empfangen hatten, in diese Lichtdimension. Er hat wieder mit mir gesprochen und hat mir gesagt, es wäre Zeit zurückzukehren auf die Erde. Ich hatte keine Erinnerung an Erde mehr. In dem Moment erst, als er mir das gesagt hat, wusste ich wieder, dass ich Ramon war, das Kind, meine Familie, die ganzen Umstände. Er sagte, ich müsse zurück, ich hätte eine Aufgabe. Und ich habe an die Erde gedacht und diese Schwere gefühlt und ich sagte aus ganzem Herzen, nein, ich gehe nicht zurück. Und er hat gesagt, dass mein Wille akzeptiert werden würde, aber dass er mir erst noch etwas zeigen möchte, bevor ich mich endgültig entscheide. Und er ist mit mir zurück, wie durch einen Vorhang war das, in diese Welt. Ich war immer noch schwebend, ich lag im Krankenwagen, aufgebahrt, sah meinen Körper da liegen, ich sah die Sanitäter, die sich um mich bemühten, ich sah die ganze Situation, ich sah das Leid. Ich habe das Leid gesehen von den Sanitätern, die wirklich aus ganzem Herzen mich retten wollten, nicht nur, weil es ihr Beruf war. Das hat mich so berührt. Und dann hat der Mann, der mich begleitete, meine Aufmerksamkeit nach hinten in den Krankenwagen genommen oder bewegt und ich habe da meine Mutter gesehen, die ist mitgefahren im Krankenwagen. Und was ich in ihr gesehen habe, hat mich nicht nur berührt, sondern auch zutiefst erschüttert. Die Tiefe von diesem Schmerz, das war eine schwarze Kluft, die hier über dem Herzen aufgerissen war. Und ich wusste, sie würde sich ihr Leben lang nicht davon erholen, wenn ich nicht zurückkommen würde. Dann ging meine Aufmerksamkeit auf meinen schwebenden Körper. Also es war mehr einfach Licht als wirklich ein Körper. Aber ich habe dieses Licht in mir gesehen und ich sah darin das Gegenstück zu diesem Schmerz. Ich wusste, dass ich etwas in mir trage, was diesen Schmerz heilen kann. Ich war ja voll von Liebe. Heute weiß ich auch, dass Liebe die Heilung für alles ist. Und in dem Moment, wo ich das erkannt habe, bin ich zurück in meinen Körper gekommen. Das war die Entscheidung und es hat keine Verzögerung gegeben. Ich war sofort in meinem Körper. Ich habe mich entschieden, zurückzukommen. Und habe mich dann in diesem schmerzenden, kaputten, zerschlagenen, zertrümmerten Körper mit viel Kraft zurückgeholt. Die Motivation war da, wieder aufzuwachen und da zu sein. Und ich kann mich erinnern an die Erleichterung, die sich breit gemacht hat im Krankenwagen, als ich die Augen wieder geöffnet hatte und da war. Wie lange dauerte dieser Heilungsprozess vom Unfall? Ich war danach für 3 Monate im Spital
hatte eine Zeit noch, wo ich im Rollstuhl verbrachte, die ich im Rollstuhl verbrachte. Konnte dann im Rollstuhl schon mal zur Schule wieder zwischendurch. Und dann, es war halt, die Hüften waren total zertrümmert. Also die rechte Hüfte insbesondere, das musste mit Drähten und Schrauben und allem zusammen gemacht werden. Und dann gab es Physio. Das ist schwierig zu sagen, wo der genau aufgehört hatte, aber nach 3 Monaten war ich aus dem Spital raus. Was für Auswirkungen hatte diese Nahtoderfahrung auf Ihr weiteres Leben, auf Ihr Weltbild? Es war die größte Wende in meinem Leben. Obwohl ich erst 8 Jahre alt war, hatte ich doch wohl schon sehr viele Glaubenssätze, einfach übernommene Vorstellungen. Und das ist alles in Bewegung gekommen. Ich konnte das nicht mehr halten. Ich bin auch sehr religiös erzogen worden. Ein Stück weit habe ich das immer in versucht zu vereinbaren mit dem, was ich auch schon in diesen früheren außerkörperlichen Erlebnissen gelernt hatte. Aber diese Nahtoderfahrung hat den Raum dazu nicht mehr zugelassen. Es war Ende. Ich konnte das nicht mehr glauben, was ich in dieser streng christlichen Sekte gelernt hatte. Das war ein ganz massiver Einschnitt, weil mich das auch distanziert hat von der Familie. Anfangs habe ich probiert zu erklären, was ich sehe, was nicht passt, warum das nicht stimmen kann. Ich habe dann gemerkt, dass ich meine Mutter damit so sehr verletze, weil für sie war das Allerwichtigste, dass ich in dieser Religion bleibe. Und dann habe ich das halt mehr für mich behalten. Es gab lange Zeit einen stillen inneren Weg, wo ich das, was durch die Nahtoderfahrung in mir passiert ist, einfach weiter verfolgt habe. Ich musste ja das irgendwie verarbeiten, durch Prozesse gehen. Und ich habe mit niemandem gesprochen über die Nahtoderfahrung dann bis nach 20 war das mein Geheimnis, einfach weil ich so sehr daran gewohnt war, dass ich darüber nicht sprechen darf, weil das zu sehr Wellen wirft. Und, aber auch danach, ich bin dann weg von zu Hause, weg von der Sekte, auch sobald ich konnte, alt genug war. Und es war aber nicht nur dieses religiöse Weltbild, das zu bröckeln begann oder nicht mehr haltbar war, sondern überhaupt ein sehr materialistisches Weltbild, was mehrheitlich gelebt wird. Und ich wusste einfach, ich muss einer inneren Entwicklung nachgehen. Es war eine Diskrepanz da zwischen der Liebe, die ich erlebt habe, und dem Licht, von dem ich auch wusste und spüren konnte, dass es in mir war, in dieser Intensität seit der Nahtoderfahrung, und dem Leben hier als Ramon mit all seinen Prägungen und Eigenarten und den Anforderungen von der Welt da draußen. Es war total schwierig. Wie kann ich das zusammenbringen? Das hat mich tatsächlich bis heute beschäftigt und ich bin immer noch dran, das immer intensiver zu lernen, das zu einer Einheit zu machen, dieses Leben hier und das Leben da. Ich hatte lange Jahre auch so eine Sehnsucht nach dem Zurückgehen. Ich denke, hätte ich nicht gewusst über Leben und Tod, was das bedeutet, ich hätte mir das Leben genommen, um dahin zu kommen, aber ich wusste ja, ich musste hier sein, das war klar, aber ich habe mich geflüchtet halt vor dieser Realität, die so nicht zusammenpasste, mit verschiedenen Mitteln und hatte einen intensiven Weg zu lernen, auch hier die Verantwortung zu übernehmen, so wie damals beim Sterben. Zu akzeptieren, dass ich hier bin und dass das einfach ein Fakt ist und dass die Welt so ist, wie sie ist. Fakt, Punkt, Ende. Und jetzt muss ich gucken, wie kann ich meine Aufgabe erfüllen. Ich habe ja eine Aufgabe bekommen mit dieser Nahtoderfahrung. Und die ist diese Liebe hier zu verwirklichen, hier zu leben. Also musste ich mich auf die Suche nach Wegen machen.
Das hat auch nicht eine Karriere im klassischen Sinne zugelassen, es war einfach kein Platz da. Ich habe immer ein sehr anderes Leben gelebt, wo das immer im Zentrum war. Und ja, auch das war lange Jahre nicht einfach, halt, weil ich mich immer wieder gefragt habe, bin ich irgendwie verdreht oder ist die Welt verdreht? Es ist nicht einfach, eine so andere Einsicht über das Leben zu haben, als die Allgemeinheit es hat. Aber es hat immer wieder so schöne Erfahrungen gegeben, wenn ich auf Menschen getroffen bin, die Ähnliches in sich getragen haben, oder Menschen, die bereit waren, diese Liebe wirklich sehen zu können, und die das in mir auch gesehen hatten, was ich selbst in mir sah. Das hat mich sehr bestärkt, dabei zu bleiben. Und ich habe inzwischen ein Leben aufgebaut, wo das absolute Zentrum ist. In meiner Arbeit, in meiner Familie, in jeder Minute, Tag und Nacht sogar, auch in den Träumen und in den Reisen, die ich nachts mache. Ich habe das wieder erlernt. Geht es immer um das, um die Liebe. Sie haben vorher von Reisen gesprochen, also von außerkörperlichen Erfahrungen, die Sie immer noch machen können. Können Sie ein Beispiel davon erzählen? Ich nutze diese Möglichkeit, um anderen Menschen oder auch Tieren zu helfen. Das heißt, ich lege mich dann abends hin und statt einzuschlafen im Sinne von unbewusst werden, schläft mein Körper einfach ein und ich kriege die Freiheit, mich zu bewegen und kann mit meinem Ziel aus dem Herzen heraus, möchte ich dann einem bestimmten Menschen helfen, und dann geht's los, dann bewege ich mich an diesen Ort, alle Ängste oder Prägungen von einem Menschen sind, und das zeigt sich richtig in Landschaften, durch die ich hindurchgehen kann. Ich treffe da Wesen, die mithelfen, immer wenn ich außerkörperliche Erfahrungen mache. Es sind Wesen da, die mithelfen, und ich kann dann die Ursache für Krankheit und Leid erleben, richtig in einem 360-Grad-Erlebnis. Und da geht es immer darum, mit dem inneren Quell der Liebe, der jeder Mensch hat, da eine Verbindung zu schaffen. Und dann mache ich so eine Arbeit. Ich nutze es im Moment nur so. Man könnte diese außerkörperlichen Reisen auch nutzen, um andere Dimensionen zu erforschen. Meine Motivation liegt anders. Meine Motivation ist wirklich einfach die Liebe auf der Erde in unserer Dimension wachsen zu lassen. Und ich bin meiner Motivation unterworfen in inneren Reisen. Das heißt, ich kann nicht mit dem Verstand sagen, ich möchte jetzt andere Dimensionen mit anderen Lebensformen erforschen, wenn mein Herz sagt, ich möchte Liebe in diese Welt bringen. Das ist auch gut so. Von dem her bin ich an einen sehr nahe an die irdische Realität. Dieser Raum, in dem ich arbeite, der ist sehr nahe an der Physis. In dem bewege ich. Wenn Sie sagen, dass Sie heute noch außerkörperliche Erfahrungen machen können, treffen Sie da auch auf Wesen, die Ihnen nicht gut gesinnt sind? Ich treffe vergleichbare destruktive Wesen, wie ich sie getroffen habe als Kind, aber ich habe keine Angst mehr vor ihnen. Es ist mir bewusst geworden im Laufe dieser inneren Entwicklung, dass es einfach, ich wurde ja nie wirklich verletzt als Kind. Was passiert ist, dass ich in Panik geraten bin, dass ich Angst bekommen habe. Und ich habe bemerkt, dass der Einfluss, der diese Wesen auf mich haben, nicht größer sein kann, als dass ich Angst bekomme. Und ich habe in einem
nächsten Schritt auch gelernt, was diese Wesen benötigen. Ich habe sie als bedürftig erkannt. Sie sind zwar aggressiv, treten aggressiv auf, destruktiv, sind aber in einem Mangel, und genau da setzt dann auch meine Heilarbeit an, oder die Heilarbeit, die ich den Menschen vermittle, weil das kann jeder Mensch in sich machen. Es ist nötig, Liebe dahin zu bringen. Man muss sich wirklich verbinden können mit seiner eigenen Mitte, denn in unserer Mitte sind wir Liebe. Das ist die Wahrheit über uns. Wenn man diese Verbindung herstellen kann und die fest ist, gut sitzt, und man dann in diese Bereiche in sich geht, die ich auch in außerkörperlichen Wahrnehmungen dann so wahrnehme, dann sind Ängste und Traumata, es sind dann destruktive Wesen, die da sind, die auf einem zukommen, die einem Angst machen möchten. Wenn man dann aber wirklich in seiner Mitte verankert ist und aus dieser Liebe heraus auf diese Wesen zukommen kann, dann verliert man nicht bloß die Angst vor diesen Wesen, sondern die transformieren sich tatsächlich. Da geschieht eine Veränderung und Dinge verschwinden. In unserer Realität bedeutet das, dass im Unterbewusstsein negative Einflüsse wirklich verschwinden, sich auflösen, dass Dinge heil werden können, von denen man vielleicht denkt, dass sie niemals heilen könnten. Aber es ist möglich. Herr Gartmann, herzlichen Dank für das Gespräch.